Hallo Leute, ich bin Wolf von Rick Trident und heute sprechen wir über ein super interessantes Thema, nämlich Lampen an Gewehren. Alles, was du darüber wissen musst, wie man so etwas platziert und was man denken sollte, das erfährst du in diesem Video. Eine Gewehrlampe ist ein essentielles Tool, was du an deiner Waffe haben solltest, weil du kannst auf nichts schießen, was du nicht siehst. Und gerade beim Thema Gewehrlampen gibt es sehr viel zu beachten, was man mit Hinsicht auf Platzierung, Spezifikation und Co. beachten muss. Ich möchte euch in diesem Video einen kleinen Overview geben auf einige der Basic Concepts, auf was ihr achten solltet beim Kauf und beim Aufbau einer Waffe mit Lampe. Zuallererst mal ist es so, dass wenn ihr eine Gewehrlampe euch kauft, dass ihr euch darüber Gedanken machen müsst, wofür baue ich mir diese Waffe? Wenn du dir eine Waffe baust, auf die du auf mehrere hundert Meter auch in der Nacht wirken möchtest, indem du Beleuchtung einsetzt, dann wirst du etwas anderes brauchen, wie wenn du innerhalb von Räumen 10, 15 Meter wirken möchtest, wo eine Ausleuchtung in alle Richtungen sehr wichtig ist, versus auf weite Distanzen ein fokussierter Strahl und klar zu identifizieren. Und hier ist es eben so, dass wir in unserem Shop verschiedene Möglichkeiten zur Beleuchtung von Zielen anbieten. Eines der Basic Concepts, das zeige ich euch gleich hier. Generell, wenn man über Gewehrlampen spricht, wir haben zum Beispiel in unserem Shop, ich mache es mal ganz exemplarisch, gibt es zum Beispiel M640 und M340 Serien von Surefire. Bei denen ist es so, dass mal der Unterschied zwischen Dual Fuel und Single Fuel, das ist wie viel Batterien, Zieher 1, 2, 3 Batterien, kommen in diese Lampen hinein. Die beiden unterscheiden sich, ihr seht, hier ist zum Beispiel ein M640 Dual Fuel und hier ein M340 Mini Scout Light. Von der Baugröße, ihr seht hier die beiden Side by Side, hier ist ganz klar zu sehen, dass das ja etwas größer ist, gibt natürlich mehr Power und längere Lebensdauer der Leuchtmittel. Jo, aber die Frage ist, hey, ich möchte mir jetzt sowas bauen und was brauche ich dazu alles, wie mache ich das? Und vor allem, was sollte ich mir überlegen, wenn ich mir überhaupt so etwas kaufen möchte? Das allererste, was du hast, ist, dass du dir Gedanken darüber machen solltest. Ich habe hier jetzt mal kein Licht drauf montiert bezüglich der Bedienbarkeit. Checken einmal die Sicherheit der Waffe. Und hier ist es eben so, dass ich mir, wenn ich mir das aufbaue, klar Gedanken darüber machen sollte, dass ich das Ganze beidhändig bedienen kann. Das heißt, wenn ich mit der Waffe arbeite, dass ich sowohl mit der linken als auch wenn ich in den Anschlagswechsel gehe, dass ich das Ganze mit der anderen Hand bedienen kann. Und das ist eben so etwas sehr Wichtiges, was ich mir überlegen würde. Jetzt ist es natürlich so, ich kann solche Waffenlichter direkt bedienen. Das schauen wir uns gleich hier vorne an. Hier habe ich zum Beispiel auch ein Waffensystem, wo ich eine Lampe habe, die hinten einen Druckknopf, hier sieht man jetzt zum Beispiel ein Mini Scout Light und hier habe ich eben hinten einen Druckknopf, bei dem ich auf der einen Seite, wenn ich leicht drauf drücke, leicht beleuchte und wenn ich ganz durchdrücke, kann ich dauerhaft anschalten. Hier ist es jetzt so, dass die Lampe so platziert ist, das ist auch hier sehr cool bei den Pro-Modellen, dass nämlich die Lampe hier einen Schwenkkopf hat, das gibt es für Picatinny als auch für M-Log, dass ihr das Ganze nahe zur Waffe hinbringen könnt. Wenn ihr das Ganze näher an die Waffe bringen wollt, und da geht es eben darum, okay, dass ich eben hier einen so schmalen Aufbau wie möglich habe, dann ist es so, dass ihr hier auch beachten solltet, in der optimalen Version ist es so, dass die Lampe hier eben ziemlich mit der Mündung oder wo eben der Mündungsbiss, dass das eben sozusagen hinausgeht. Weil da geht es eben um dieses Thema, dass gerade wenn ihr hier Schmauch und Co. habt, dann wird eure Linse vorne verschmutzen und dadurch wird eure Möglichkeit, das Leuchtmittel effizient einzusetzen, verringert. Hier habe ich jetzt gerade vorher schon gesprochen über die Platzierung. Hier habt ihr jetzt zum Beispiel genau das Beispiel, ich kann hier sowohl mit der linken, als auch wenn ich einen kompletten Wechsel mache, kann ich auch drüber greifen und hier sozusagen damit arbeiten. Jo. Aber das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, weil gerade wenn es um Ergonomie geht, ihr habt hier zum Beispiel jetzt ein Gewehr, das ziemlich krass aufgebaut ist, hier vorne auch mit Laser und Co. Und ihr seht, da war es jetzt sehr schwierig, wenn ich die Lampe auf der rechten Seite platziert habe, dass ich hier dazu komme. Und deswegen gibt es eben die sogenannten Switches oder Kabelschalter, die ich an verschiedenen Positionen an der Waffe platzieren kann. Ihr findet bei uns im Shop da eine breite Auswahl, auch mit dem Hinblick auf Constant on, Momentary on, also dauerhaft an oder nur Momentary. Momentary ist immer dann, wenn ich sozusagen nur ganz leicht drücke und es gibt sozusagen keine Position, an der man
zu fest drücken, dann ist es die ganze Zeit eingeschalten. Hier ist es eben auch so, dass ihr euch, wenn ihr euch so eine Waffe aufbaut, immer Gedanken darüber macht, mit dem Hinblick, hey, wie gut kann ich diese Switches bedienen? Weil das Ganze soll ergonomisch sein, ihr sollt nicht da sagen, extra darüber nachdenken müssen, oh Hilfe, ich muss hier überall herumgreifen. Das ist eben zum Thema Gewehrlampen an langen Waffen. Also hier nochmal ganz wichtig, macht euch Gedanken darüber, was möchte ich mit der Waffe machen, auf welche Distanzen möchte ich wirken. Hier auch noch ein Thema bei den Surefire-Lösungen, die ihr bei uns im Shop bekommt. Es gibt eben hier die ganz normale Hybrid-Linse, sagen das Standardmodell. Hier geht es eben darum, ich habe sowohl einen fokussierten Punkt als auch eine Streuung. Alternativ dazu gibt es eben auch bei uns im Shop die Turbo-Linsen. Das sind eben Lichter, die haben eine sehr hohe Candela-Anzahl. Hohe Candela-Anzahl heißt immer fokussierter Strahl. Und hier ist es eben so, dass du gerade zur Turbo-Serie, wann würde ich dazu greifen, wenn ich auf weitere Distanzen wirken möchte und Ziele ansprechen möchte. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch so etwas wie hier. Hier seht ihr jetzt eine SIG MPX mit einem X300 Turbo drauf. Das ist eben auch eine Variante. Das X300 ist normalerweise ein Lichtmodul, was auf Pistolen verwendet wird. Aber gerade hier habe ich ein sehr kompaktes Waffenlicht, wo ich eben auch nochmal mit Hinblick auf die Switches verschiedene Bedienmöglichkeiten habe mit Momentary und Constant On. Und das ist eben auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn ich Gewicht sparen möchte und Platz an der Waffe. Also das ist hier auch nochmal zu sagen, auch super spannend. Hier zum Beispiel ist auch ein X300 Turbo drauf. Voll! Und das war's eigentlich soweit, was ihr über die Basic-Konzepte bei der Auswahl von Waffenlichtern für eure Langwaffe oder auch kürzere Waffe beachten solltet. Falls ihr Fragen habt, das war jetzt nur mal ein kleiner Überblick, schreibt es uns super gerne hier unten in die Kommentare. Wir sammeln ja auch immer wieder Videoideen für das nächste. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Wolfgang von Black Trident.